frisch vom LKW gefallen. Hier ist er, der Moveo Thai 71 Festbett. Hier ist Jürgen Jung. Grüß dich, Jürgen. Hallo Sven. Ja, du bist wieder mal am Strahlen, denn ein neues Fahrzeug ist vom Hänger gefallen. Und es ist wirklich urgent, steht vorne drauf. Da ist sogar noch die Kreide vorne dran. Der ist wirklich knatschneu, oder? Ja, der kommt so vom LKW aus dem Werk. Die malen da immer auf der Scheibe drauf, wer das Fahrzeug bekommt und was da teilweise für Anbauteile dran sind. Und so haben wir ihn jetzt hier hingestellt gerade und dann habe ich dich angerufen, komm mal, den muss ich zeigen. Ja, du bist ziemlich gemein. Er sieht aus wie ein Krankenwagen aus England. Also das ist jetzt positiv gemeint vom Aufbau her, denn der komplette Aufbau ist aus GFK. Genau, der Aufbau ist komplett auf GFK, sehr stabil. Ist ein Citroën-Fahrgestell mit einem 130 PS Motor mit AdBlue-Technik, 6B, Aluminiumfelgen und wieder Komplettausstattung. So, das sind nicht nur Radkappen, das sind richtige Alufelgen. Genau, sind richtige Alufelgen. Hat Komplettausstattung, er hat eine hochwertige Lederausstattung drin, er hat eine Solaranlage, er hat eine vollautomatische Sattanlage, er hat eine Markise, er hat einen Radträger, Navigationssystem mit Rückfahrkamera, Radio, Freisprecheinrichtung, was habe ich vergessen, müsste es sein. So, jetzt zeige ich mal gerade, wenn du mal kurz mal mitkommst, Jürgen. Der sieht doch aus, jetzt ohne Witz, wenn der so von hinten von der Autobahn kommt, dann denken doch die Leute, da kommen mir jetzt mal gerade eben so 120.000 Euro entgegen. Ja, von hinten sieht er sehr gewaltig aus. Das ist geil. Ja. Ist das nicht das Weglassen von allen Sachen, nur das Moveo hinten drauf, die fette Rückfahrkamera, das Ding sieht aus wie ein Liner, oder? Ja, sieht sehr gewaltig aus, ja. Ich finde den richtig schick. Ja, also auch die Leuchten mit der LED, mit den LEDs drin, also das sieht schon sehr hochwertig aus. Er ist auch sehr gut verarbeitet, das sieht man auch in der Außenhaut überall. Also wenn ihr mal ein Fahrzeug wollt, ich zeig's mal gerade, Jürgen, du bleibst da gerade stehen, dass man die Größenverhältnisse siehst. Du bist knapp 2 Meter. Ja, ja. 1,80 Meter ist er ungefähr groß. 1,81 die Höhe ungefähr so 3,50 Meter. Bei dem Fahrzeug hier sind wir bei 3,20 Meter. 3 Meter ungefähr. Ja, also jetzt nagelt uns jetzt fest. Ja. Ich habe natürlich, jetzt ist die Frage, du hast einen Schlüssel dabei, für hinten mal reinzugucken? In den Kofferraum, ja. Ja, hat er dabei. Geht ihn mal kurz holen, denn das Wichtigste ist natürlich Stau. Wenn man so in Urlaub fährt, dann will man natürlich ein bisschen was mitnehmen. Und wieder mal spontan, meine Wünsche werden erfüllt vom Jürgen. Bevor wir jetzt mal in den Innenraum gehen, da ist jetzt natürlich alles jetzt original verpackt mit dabei. Guck mal hier, eine Außendusche. Ja, die Außendusche ist immer bei den Fahrzeugen mit dran, klar. Dann sind hier diese Ersatzpolster mit dabei, für vorne die Bettgruppe noch umzubauen, die Sitzgruppe umzubauen als zusätzliches Bett. Zeigen wir gleich. Zeigen wir gleich. Und das ist der Kofferraum. Also man sieht, der ist riesengroß, da kriegt man also sehr viel rein, also alles das, was man braucht. Das heißt, ich könnte sogar ein Fahrrad reinlegen, wenn ich wollte. Kann man flach reinlegen. Genau. Da oben drüber ist das Bett? Da ist das Bett, genau. Das kann ich hochklappen, dann kann ich drunter greifen. Das heißt, das kann man von innen kann man auch hochklappen und kann reingreifen, genau. Okay, verstanden. So. Wir haben 10 Minuten, du hast mir eine Zeitvorgabe gegeben. Wir müssen Gas geben. Wir müssen Gas geben, ja. Wir machen das auch. So, dann gehen wir gleich mal rein, denn ich war noch nicht drin, muss ich sagen. Und du hast so davon geschwärmt heute, weil normalerweise, ich kenne das nur von deiner Frau, da ist jetzt gerade die Winterabdeckung drauf. Genau, da ist die Winterabdeckung drauf. Das ist, damit die kalte Luft nicht reingeht, jetzt im Winter. So, und hier vorne ist natürlich eine Tritt. Ist auch wieder automatisch im Preis mit drin, inkludiert. Ich zeige nur mal gerade hier der Haltegriff, der mit drin ist, hier beim Einstieg. Dann habe ich hier natürlich so richtig flugzeugmäßig auch hier eine Verdunklung mit drin, mit allem drum und dran. Ich habe eine Markise mit dabei von Thule, die ist hier vorne drauf. Eine richtig lange, ist richtig groß. Ja, 4 Meter. Wow! Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja. Warte mal kurz, ich stelle mich mal kurz hier hin, dass man das mal sieht. Hier haben wir Lodge-Sitzgruppe. Wie lang ist der? Der ist 7,20 Meter lang. 7,20 Meter lang. So, Lodge-Sitzgruppe, das ist der Tisch. Ich baue ihn jetzt nicht komplett auf. So kann man dann hier einmal rum sitzen. Den Tisch kann man auch noch drehen. Drehen vorne geht auch, die Sitze? Auch die Sitze vorne kannst du drehen. Okay, das heißt, ich kann hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leuten sitzen? Hier kannst du eine Party drin machen. Hier ist auch der Kühler für die Flaschen reinzustellen. Da, die Weinflaschen. Hier kommt das Fernsehen hin, was wir hinten im Kofferraum gesehen haben. Du hast einen riesengroßer Kühlschrank von Dometic. Du hast ein riesengroßes Gefrierfach von Dometic. Dann haben wir hier einmal einen separaten Schlafraum, den du hier zumachen kannst durch diese Schiebetür. Warte mal kurz.
Das Fahrzeug hat ein Hochbett, sehe ich gerade. Das wollte ich dir jetzt gleich zeigen erst. Du kommst schon wieder mit allen Sachen. Nee, okay, das zeigen wir gleich mal, ja. Also hier kannst du zumachen, hier kann man also mit komplett abtrennen, genau, kannst du, kannst ja. du mit mehreren Personen schlafen. Du machst halt hier zu und dann hast du halt so. So, wenn du jetzt mal was sagst, in normaler Lautstärke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also du bist sehr leise, muss man sagen. Das heißt, ich kann wirklich, wenn ich jetzt mal Kopfweh habe oder ist irgendwas, ich kann mich mal schlafen, den kann einfach zumachen. Genau, du kannst hier zumachen, kannst schlafen legen. Und du hast halt hier ein Bett, ein französisches Bett für 2 Personen, hat eine Breite von 1,40. Guck mal hier, das hinten dran, hier das Bettding, wie nennt man das? Genau. Das Textil. Ja, weiß ich nicht, wie man das nennt, aber das ist die Dekoration, wie das heute in den modernen Schlafzimmern, in den Hotels ist das genauso gemacht. Ja. Dann siehst du, hast du hinten 2 Lautsprecher drin, die über die Radioanlage gespeist werden. Fernseher gucken. Genau, du hast hier eine USB-Steckdose, du hast eine 220 Volt Steckdose, du hast riesengroße Schränke, du hast eine LED-Beleuchtung über dem Bett, du hast die Fiamma Dachfenster mit Verdunklung, mit allem drum und dran. Und, Wow. und jetzt kommt Warte mal, jetzt kommt's. Jetzt kommt das Wichtigste für alle Frauen. Ein richtiges Badezimmer. Ein richtig großes Badezimmer. Guck dir das mal an, warte mal, ich zeig's mal. So, und das heißt, ich habe natürlich eine Toilette, die ist drehbar. Genau. Eine So, Toilette. ich habe eine richtige Dusche. Mit einer Tür, die du vormachen kannst. Warte mal, ich habe sogar, was extrem putzfreundlich ist. Ich habe ja nicht eine glatte Oberfläche, ich habe hier so ein Muster mit drin, Genau, Relief. man sieht Muss man halt- live sehen. Ja. Ich habe eine richtige Duschabtrennung. Genau, die Duschabtrennung ist rechts. Auf der linken Seite siehst du, machst du zu wie deine Duschkabine zu Hause. Fertig. Ja, gut, bei 7 Meter. Ich habe auch hier eine Wanne drin. Wenn ich hier zumache, da spritzt nichts raus, das bleibt alles drin. Das bleibt alles drin. Das ist schon eine schöne tiefe Wanne. Und man kann manierlich auch als Mann da drin duschen. Das ist ohne Probleme möglich. Du siehst auch das Bad, da hat die Frau Platz für Warte, ich zeig mal gerade, hier vorne ist. Es gibt hier das Waschbecken. Dann Warte, gibt's- Jürgen, warte. Ich Hier guck mal gibt es gerade. einen riesen Schrank, wo man die Sachen reinstellen kann. Es kann hier nichts Es kann rausfallen. nichts rausfallen. Hier kann man, wenn man steht, macht man hier die Sachen. Warte mal, Jürgen, ich weiß, wir haben keine Zeit, ich muss ja trotzdem einmal zeigen. Ja. So, das heißt, ich habe jetzt hier ein richtiges Badezimmer, hier ist der Spiegel, hier habe ich eine ordentliche Beleuchtung, dass ich mich auch sehen kann. Ich habe Tageslicht hier oben drüber. Genau. Das ist auch ziemlich wichtig. Auch hier unten nochmal ein Schrank, wo man Sachen reinstellen kann. Toilettenpapier oder irgendwelche Waschsachen, wie auch immer. Guckt euch mal hier die Dusche an. Hier so eine Art Edelstahloptik mit einer ganz tollen Ablage auch für Seife und Co. Nee, ein Kleiderschrank, echt? Und dann auch noch ein richtiger Kleiderschrank, wo man Sachen reinhängen kann. Oben eine richtige Stange. Das ist das, was die Frauen immer lieben. Wo kann ich meine Kleider hinhängen? Also es ist hier drin wirklich wie zu Hause. Es gibt also nichts, was hier die Wünsche offen lässt. Hier die Schubladen, alle selbst einziehend. Ja, es fehlt nur noch, dass der Ehemann so nett ist wie zu Hause, Ja, auf dem genau. Urlaub. Genau. So, das heißt, selbst einstehende Schubladen. Ich habe einen Kleiderschrank mit drin, Ja. kann hier vorne abklemmen, habe hier vorne, hier kann ich hier Handtücher drüber Kannst hängen. du Handtücher- Hier vorne kann ich hier Handtücher aufhängen. Ja. Da hat einer mitgedacht, kann das sein? Ja, da hat einer mitgedacht. So, dann haben wir hier ein riesengroßes Kochfeld mit 3 Platten. Du kannst also sogar ein Luxusmenü hier machen. Alles mit Piezo-Zündung. Auch wieder hier USB 12 Volt Steckdose. Und dann hier so eine Art Glasplatte. Wenn Spritzer kommen, kann man das einfach wegwischen, ohne dass man da Probleme hat. Die Gewürze kann ich hier abstellen. Die Gewürze kannst du abstellen. Hier oben drüber ein riesengroßer Schrank, wo man die Teller, die Töpfe reinstellen kann. Hier auch, dann hier unten drunter nochmal ein großer Schrank, wo man Sachen reinstellen kann. Insgesamt 1, 2, 3, 5 Schränke. Hier ist der Besteckansatz. Genau, da ist der Besteckeinsatz drin. Eine große Spüle. Dann eine große Spüle, genau. Auch zum Spülen. Jawohl. So, da kann ich aber auch so Spülmittel mal reinlegen auf der Fahrt. Auf der Fahrt so. Und dann haben wir hier das, wo ich dich überraschen wollte, ein richtiges Toll, ich hab's dir versaut. elektrisches Hubbett. Das Hubbett. Wird elektrisch runtergefahren. Das kann ich dir jetzt auch nicht zeigen, weil auch das Fahrzeug noch nicht in Betrieb genommen ist. Über die beiden Schalter kann man das eben ganz normal runterfahren. So, und dann hat man hier über der Sitzgruppe hat man dann eben ein Bett, das fährt bis auf die Kante runter. Ja. Aber das, was wir hinten drin gesehen haben Ja. im Kofferraum, du kannst hier unten diese Sitzgruppe auch noch zum Bett machen. Ja. Das heißt, du hast 2 Personen, Ja. 2 Personen plus 2 Personen. Du kannst hier mit 6 Personen drin schlafen in dem Fahrzeug. Sind denn auch 6 Anschlaggurte? Nein. Nee. Es gibt bei dem Fahrzeug immer nur Anschlaggurte für 2 Fahrer, Beifahrer und 2 hier. Aber du hast ja oft die Situation, dass auch andere mal einfach mit einem anderen Auto noch gefahren kommen und dann keine Schlafmöglichkeit haben. Und hier hast du halt die Schlafmöglichkeit eben noch da.
wenn mal Besuch kommt oder wenn mal Kinder mitkommen. Jürgen, ich habe noch was gefunden. Was hast du denn noch? Guck mal da in der Ecke. Ja. Ist das noch ein Anschlaggurt? Das ist noch ein Anschlaggurt, aber das ist ein Notgurt. Du sitzt gegen die Fahrtrichtung. Okay, das darf man nicht. Das darfst du nicht, genau. Okay. Auf jeden Fall, wenn ihr da Details wissen wollt, auch der Jürgen, ich überrasche den jetzt immer, der freut sich immer, wenn ich so blöde Fragen stelle, die er nicht beantworten kann, weil das Fahrzeug gerade eben noch vom Hänger kam. Es geht aber auch darum, mal die Optik, die Haptik mal zu sehen, wie ist das Ganze verarbeitet. Hier allein schon der Himmel hier mit der Beleuchtung ist ein Hammer. Überall LED mit drin. Und auch hier, du siehst, ich bin 1,80 groß, ich habe, glaube ich, 5 cm noch Luft oben. Also unter dem Hubbett. Unter dem Hubbett, also wenn einer 1,90 ist, der kann also noch hier drunter stehen. Ja, dann ist hier auch schon, hier siehst du, da ist schon das Navigationssystem drin. Garmin. Da ist ein Garmin-Gerät drin, was auch gleichzeitig das Tablet ist, für das Fahrzeug hinten zu steuern. Das heißt, wenn es nämlich einmal vorlässt, ja, nehme ich das weg. Das heißt, ich kann es rausnehmen und kann damit auch hinten Hier weg. Spaß an der Freude. Drahtlos? Und alles drahtlos. Ich kann das mit nach draußen nehmen oder wenn ich nicht weiß, wohin damit, dann stecke ich es in die Halterung hier ein und dann ist es mein Bedienpanel für den Aufbau zu bedienen. Und das fällt dann nicht so runter, wenn man Nein, das entgegenkommt? ist komplett fest. Das stellt man so hin und dann stört es auch nicht. Was ist, wenn der Hund drauf beißt? Kriegt man es neu? Das gibt, wenn der Hund drauf beißt oder wenn man drauf tritt, gibt es nachträglich zu kaufen. Klar. So, also auch das ist kein Problem. So, hier ist der Fernseher, der ist noch nicht montiert, der liegt hinten drin. Aber das wird natürlich fix und fertig übergeben. Montiert mit allem drum und dran. Die Gardinen sind da. Ich habe überall natürlich Fliegengitter mit drin. Das ist klar, serienmäßig. Auch du siehst diese hochwertige Lederausstattung. Das ist jetzt richtiges Leder, das ist kein Kunstleder. Ich zeig mal gerade, hier ist Frankreich drauf. Genau, da ist die französische Flagge, wird nämlich in Frankreich gebaut. Auch dieses Fahrzeug ist von Pilote, wird von Pilote für uns gebaut. Wir vertreiben es unter dem Namen Moveo. Das ist ein Moveo 71 mit einem Festbett, deswegen FB. Okay, ich schaue noch mal kurz nach vorne, dass wir das einmal gezeigt haben. Auch hier ist die Verdunklung vorne mit drin. Die Verdunklung ist mit drin, vorne und an den Seiten auch. An den Seiten. Ach so, die wird von Genau, unten die nach wird oben. hochgeklappt. Genau, die ist wird mal ein anderes System. Es gibt ja verschiedene Systeme. Und da vorne zieht man hoch und an den Seiten. So, ich zeige euch noch was richtig Cooles zum Abschluss. Und dann sind wir gleich fertig, machen wir die Abmoderation. Ich habe ein riesen Fenster hier nochmal drüber, was richtig viel bringt für das Licht, oder? Ja, also du hast unheimlich viel Licht dann da oben drin. Die Sonne scheint da rein. Man kann es abdunkeln. Zumachen. Ist halt zumachen, ist halt sehr schön, auch optisch sehr schön. So, hier nochmal ganz kurz, wenn du dich mal hinsetzt. Dann sind wir gleich durch und dann zeigen wir es mal kurz. Vielleicht mal, Augenblick mal, Jürgen. Jetzt fehlt nur noch der Kaffee und der Kuchen. Wir haben leider keine Zeit. Da vorne mal einmal hinsetzen, bitte. Dass man sieht, wie schön gemütlich könnte man in der Ecke sitzen, gerade wenn zwei sich nicht so gut mögen, die können auch auseinandersitzen. Ja, oder wenn zwei sich mögen, die können dann hier drin kuscheln in der Ecke, ne? Genau, die können Auch das ist möglich. können Fernsehen gucken, der Blick ist da fürs Fernsehen. Genau, was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, was ich hier gesehen habe, ist, wenn man jetzt etwas dunkler wären von der Zeit her und man hätten das Licht an, dann würdest du in diesen Leisten überall die LED-Dämmerbeleuchtung sehen. Okay. In diesen Leuchten. Auch hier, das ist alles LED-Beleuchtung. Auch dieses Zeichen ist alles LED-Beleuchtung. Das heißt, du hast ein sehr hochwertiger, edler Effekt. Auch unter den Schränken. Hier überall ist LED-Beleuchtung drunter. Ambiente-Beleuchtung. Ambiente-Beleuchtung. Hier, alles hier unten drunter. Auch hier unten drunter, unter der Tisch, unter der Leuchte hier ist eine LED-Beleuchtung drunter. Also Ach, Jürgen. sehr, sehr hochwertige. Was wir machen mal nachts noch ein Video hiervon. Ja, genau. So, jetzt haben wir keine Zeit. Ich zeige noch mal was hier. Die haben wirklich an alles gedacht. Unter anderem dieser ganz massive Griff. Genau, wenn man mal sich festhalten will, hier zum Rausgehen. Ich mache das jetzt mal und dann kann man sich halt... Hat man was in der Hand. Man stürzt nicht einfach so raus. Genau. So, ich komme mal kurz raus, mal Abmoderation. Also all das gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen. Es geht aber erstmal darum, dass wir so einen ersten Einblick mal haben. Wir haben natürlich eine Beleuchtung hier draußen, die kann ich einfach einschalten. Markise raus, Beleuchtung an, ich bin angekommen. Und ja, also LED-Beleuchtung, komplette LED-Beleuchtung und, hör zu, Zentralverriegelung auch für die Tür. Auch für diese Tür, Zentralverriegelung. Das ist ja praktisch. Das ist alles bei anderen Sonderausstattungen. Okay, das heißt, wenn ich mich ausschließe, dann komplett. Dann komplett, genau. Super. Nee, aber das ist gar nicht so unwichtig. Ganz oft wird das auch vergessen, mal zuzumachen. Ich muss immer dran denken. Schlüssel rein, umdrehen. Genau, und so hast du mit einem Griff, weißt du, das ist zu. Man kontrolliert zwar nochmal, ist zu, ja, aber man hat es halt, ist halt Luxus. So, egal was ihr nachgerüstet haben wollt. Der Jürgen, der ist Elektromeister und sein Team, die bauen euch ein, was ihr wollt. Wenn irgendwas noch fehlen sollte, zum Beispiel Alarmanlage, Es gibt nicht viel, was man hier noch zusätzlich an Wünschen haben könnte. Es wäre eine Raumklimaanlage, die können wir drauf machen. Eine Alarmanlage können wir noch reinmachen.
Ein Heckträger fürs Fahrrad? Ein Heckträger fürs Fahrrad ist drin, der ist im Preis mit drin, den haben wir nur nicht montiert. Ja. Der ist natürlich mit drin. Und man könnte noch eine Anhängerkupplung dran machen. Okay. So. Dann ist man schon fast fertig. Und dann ist Und eine es- Dachklima könnte man. Ja, habe ich genannt. Hast du genannt, okay. So. Also eine Das Dachklima. wäre das, was man noch zusätzlich machen könnte. Ansonsten ist das Fahrzeug, so wie es hier steht, komplett ausgestattet. Und du hast mich noch gar nicht nach dem Preis gefragt. Ja, mein Gott, ist ganz am Schluss wie der Typ mit den Hoblern, den Gemüsehoblern vom Karstadt. Ja. Also dieses Fahrzeug bekommst du für 57.990 € komplett ausgestattet mit allem, so wie es da steht. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Nochmal der Preis. 57.990. Komplett ausgestattet. Mit schönen Lächeln von dir. Mit dem schönen Lächeln von mir, genau. Und einem schönen Übergabegeschenk. So, die Leute kommen aus ganz Deutschland zu dir. Warum? Ja, die Leute kommen zu mir im Prinzip nur noch dann für das Fahrzeug abzuholen. Ich erzähle das immer gerne. Ich verkaufe Fahrzeuge nach Hamburg und nach München. Das geht alles übers Internet und mit den Filmen, die wir drehen. Die können sich die Leute das alles schon vorstellen und dann machen wir das alles über E-Mails und über Telefonkontakt und dann machen wir das Fahrzeug fertig und die Leute kommen hier hin mit dem Zug, werden am Bahnhof abgeholt und übernehmen Können das sogar noch Fahrzeug. einen Tag hier. Also wir sind in einer wunderschönen Schöne Urlaubsgegend. Gegend, klar, können einen Tag hier noch verbringen und fahren dann wieder nach Hause. Wir sind nämlich in Saarlouis, einfach mal googeln, Saarlouis, da gibt es die Kasematten, das ist eine alte Stadt der Garnison, hier waren mal die Franzosen stationiert. Ja. Egal. Egal, So. ich kenne mich so nicht aus, aber es ist... Lieber Bürgermeister von Saarlouis, siehst mir nach, dass ich nicht die komplette Geschichte erzähle. Wir sind in Saarlouis, das liegt zwischen Luxemburg und Saarbrücken ungefähr. Sehr, sehr günstig zu erreichen, zum Beispiel von Köln ungefähr in 2,5 Stunden, von Frankfurt in etwa 2 Stunden ist man da. Und das ist er, der Moveo. Ja, das ist der Moveo 71 FB, also mit Festbett und einem zusätzlichen Hubbett. Und ich behaupte auch bei dem Fahrzeug wieder zu sagen, es ist einzigartig auf dem Wohnmobilmarkt in der Länge und in der Größe mit der Ausstattung. Zu dem Preis. Zu dem Preis, darum geht's, genau, zu dem Preis. Absolut, ja. Wohnmobile-saarland.de. Ich zeig's mal gerade, ihr seid auch ADAC-Partner in der Wohnmobilvermietung. Ihr habt diese Fahrzeuge mittlerweile, ähnliche Fahrzeuge von Moveo, auch schon in der Vermietung, sehr langlebig. Ja, wir haben die Fahrzeuge in der Vermietung drin und die laufen bei uns problemlos und deswegen können wir auch immer guten Herzens die Fahrzeuge weiterverkaufen. Vielen Dank, Jürgen Jung. Ja, bitte, tschüss.